schön, dass ihr wieder bei TuS Kocht eingeschaltet habt. Ich habe für euch heute eine richtig schöne Motivtorte. Und zwar gibt es eine Motivtorte zur Erstkommunion von meiner Tochter. Die Torte, die ist dreistöckig und vom Teig her habe ich Biskuitböden gebacken, also Wiener Böden. Und befüllt habe ich das Ganze mit einer Pfirsichsahne-Quark, mit einer Himbeerbuttercreme und mit einer Kaffeesahnefüllung. Und außenrum habe ich das Ganze mit Ganache bestrichen. Wie ich diesmal den Teig gebacken habe oder auch die Füllung hergestellt habe, die Ganache, werde ich euch nicht zeigen, sondern in diesem Video geht es nur um die Gestaltung der Erstkommunionstorte, damit das Video einfach auch nicht so lange wird. Ihr findet aber die genauen Mengenangabe unten nochmals verlinkt in der Infobox und da könnt ihr auch nochmals alles nachlesen. Gut, dann beginnen wir dann mit dem Ganzen. Am ersten Tag habe ich meine Wiener Böden gebacken, also in 2x25 auf 25, einmal in 18 cm und die letzte dann zweimal in einer Metallschüssel mit einem Durchmesser von 12 cm. Anschließend habe ich das Ganze über Nacht dann mit Frischhaltefolie eingewickelt. Zuerst habe ich dann die beiden quadratischen Böden halbiert. Nun eine Kaperplatte mit Ganache bestreichen und den ersten Boden darauf geben. Anschließend dann die Böden einzeln mit der Pfirsich-Sahne-Quarkmasse befüllen. Nachdem die Torte jetzt befüllt ist, die Torte für circa eine Stunde dann in den Kühlschrank stellen. Dann die Torte mit der ersten Schicht Ganache bestreichen. Also die erste Schicht dient nur zur Krümelbindung, daher muss die noch nicht perfekt aussehen. Nun wieder dann die Torte für ca. 15 Minuten in den Kühlschrank stellen. Nach 15 Minuten dann die Torte herausnehmen und nun die Torte sauber nochmals, also mit der Ganache bestreichen und nochmals für ca. 30 Minuten kühl stellen. Währenddessen werde ich dann die mittlere Torte befüllen. Den Teig werde ich dann zweimal durchschneiden und auch jeweils mit der Himbeerbuttercreme befüllen und kühl stellen. Dann mit der Zartbitter-Ganache bestreichen. Für ca. 15 Minuten dann die Torte kühl stellen und mit der zweiten Schicht Ganache beginnen.
zuletzt dann die oberste Torte befüllen. Da es ja eine halbe Kugel ist, werde ich den Teig nicht durchschneiden, sondern mit der Kaffeesahnemasse befüllen und auch dafür circa 30 Minuten in den Kühlschrank stellen und anschließend mit der Zartbitterganache bestreichen wie bei den anderen Torten. Nachdem alles schön kalt ist, werde ich meine unterste Torte mit Vanillefondant von Decopac dann eindecken. Hier schneide ich mir jeweils Rechtecke heraus und werde diese mit Backtrennspray an die Torte anlegen. Nun die mittlere Torte und die oberste Torte mit Fondant eindecken.
Jetzt werde ich mit den Dekorationen der Torte beginnen und für die Dekorationen brauchen wir Pizzaschneider, Pinsel, Balltool, Zuckerkleber, CMC und Modellierpad. Als nächstes dann CMC in den Fondant einkneten, dünn ausrollen und 2 cm breite Streifen mit dem Pizzaschneider zurechtschneiden. Eine Randseite mit dem Balltool dann ausrollen, Zuckerkleber auf die Torte streichen und dann die Streifen als Rüschen dann aufkleben. Dies dann so weiterverfahren, bis die Torte einfach komplett dann bedeckt ist. Die mittlere Torte dann mit Palmint dünn einstreichen und Goldpuder einpudern. Damit die Torte einen besseren Halt hat, die unterste Torte mit Cake Pop Stielen einstechen und die mittlere Torte darauf setzen. Auf die mittlere Torte dann die Kugel draufsetzen und dann mit der Dekoration beginnen. Fondant mit CMC einkneten, ausrollen und dann mit einem Blütenstanzer dann die Blüten ausstechen. Die Blütenblätter mit Balltool auswählen und in einem Alu-Kelchbehälter zum Trocknen auslegen. Sobald dann die Blüten fester sind, dann auf die Kugel kreisförmig von oben nach unten bekleben.
Zum Schluss dann in der Mitte der Blüte noch mit goldenen Zuckerkügelchen aufkleben. Und so wäre meine Erstkommunionstorte fertig. Ich hoffe, das war eine schöne Dekorationsidee. Natürlich könnt ihr das auch noch zu anderen Festtagen backen. Und wie gesagt, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Abonniert meinen Kanal und bis zum nächsten Mal. Tschüss!